In der eisigen Stille Berlins beginnt das Ende der Zivilisation nicht mit Bränden oder Plünderungen. Es beginnt mit diesem Hohlglucken, diesem Summen in der Leere, in ihrem Badezimmer. Sie spülen und kein Wasser kommt heraus. Für viele ist das nur ein Rohrbruch. Doch in meinem Protokoll ist dies der Moment, in dem die biologische Uhr zu ticken beginnt. Innerhalb von 72 Stunden kann ihre so vertraute Luxuswohnung zum Sarg für sie und ihre Familie werden. Denn sie denken, ihre Toilette sei nur ein Komfort. Ich denke, sie ist ihr letzter Schutzschild zwischen der modernen Welt und mittelalterlichen Epidemien, die Hydrophor-Illusion und die Restdruckfalle. Viele von ihnen glauben, Wasser komme durch Schwerkraft. Sie irren sich. In Betonwüsten wie Berlin wird Wasser mit elektrischen Hydrophoren nach oben gepumpt. Sobald der Strom ausfällt, stellen diese riesigen Pumpen ihren Betrieb ein. Der letzte verbleibende Druck in den Rohren, der Restdruck, vermittelt ihnen für einige Stunden ein trügerisches Gefühl der Sicherheit. Doch wenn ihre Nachbarn in Panik geraten und die Wasserhähne stürmen, bricht dieser Druck zusammen. In dem Moment, in dem der Druck zusammenbricht, hört nicht nur ihr Wasser auf zu fließen, auch die treibende Kraft, die die gewaltige Menge an Abwasser aus ihrem Haus in die Kanalisation abtransportieren würde, verschwindet. Sind die Rohre verstopft, verschwindet diese Masse nicht einfach. Sie wartet und die Schwerkraft drückt sie von ihrem schwächsten Punkt wieder nach oben, den Toiletten in den unteren Stockwerken. Saughebeeffekt, das unsichtbare Gift. Hier ist die technische Wahrheit, die ihnen niemand erzählt. Der Saughebeeffekt, Vakuumeffekt. Selbst wenn sie die Toilette nicht benutzen, bildet sich durch das ständige Spülen ihrer Nachbarn über ihnen eine Luftblase in den Rohren. Dieses Vakuum saugt das schützende Wasser in der Toilettenkurve, ihre einzige Barriere, in die Kanalisation. Sobald dieses Wasser durch die Spülung verschwunden ist, gibt es keine Verbindung mehr zwischen ihrem Haus und der städtischen Kanalisation. Schwefelwasserstoffgas, farb- und geruchlos, aber ätzend für die Lunge, füllt ihren Raum in Sekundenschnelle. Wenn sie nicht im Schlaf daran sterben wollen, müssen sie das Wasser im Raum halten. Lösung: Öl- und Dichtungsprotokoll. Was tun sie also? Zunächst einmal reicht es nicht, die Toilette einfach mit einem Müllbeutel abzudecken. Geben Sie etwas Speiseöl in das Spülwasser, um Verdunstung und Absaugen zu verhindern. Das Öl bildet eine Dichtungsschicht auf dem Wasser, stoppt die Verdunstung und dichtet das Gasleck ab. Wenn Sie im Erdgeschoss oder in einem tiefer gelegenen Gebiet wohnen, setzen Sie einen Abflussstopfen oder zumindest eine luftdichte Barriere in die Toilette. Andernfalls ergießt sich die gesamte Abwassermenge eines 20-stöckigen Wohnhauses in Ihr Badezimmer. Abfallentsorgung: Sägemehl und Kalk statt Katzenstreu. Die meisten Laien empfehlen Katzenstreu. Das ist logistisch gesehen Selbstmord. Katzenstreu wird in Verbindung mit Flüssigkeit so schwer wie Beton. 40 Kilo Abfall lassen sich in einem Gebäude ohne Aufzug nicht wöchentlich über 5 Stockwerke transportieren. Wir verwenden Sägespäne oder fein zerkleinertes Zeitungspapier. Und ist das nicht viel einfacher zu beschaffen? Zeitungen hat doch sowieso jeder. Zeitungen findet man überall. Und Sägespäne bekommt man auch vom Nachbarn, der Schreiner ist. Die entsorgt sie sowieso. Diese Materialien sind 80% leichter und trocknen den Abfall, wodurch die Vermehrung von Bakterien verhindert wird. Wer es ganz professionell mag, kann noch eine Handvoll gelöschten Kalk hinzufügen. Der Kalk erhöht den pH-Wert so stark, dass weder Viren noch Fliegenlarven in dieser Umgebung überleben können. Er mumifiziert den Abfall und beseitigt Gerüche. Letzte Warnung: Aerosolnebel. Wenn Sie beim Zubinden der Säcke dieses Zischen hören, atmen Sie Milliarden mikroskopisch kleiner Fäkalienpartikel ein. Hände waschen allein reicht nicht aus. Sie müssen unbedingt eine Maske tragen und den Vorgang auf einem Balkon durchführen. Denken Sie daran: Durst in der Stadt kann Sie innerhalb von 3 Tagen töten. Cholera, die von einer schmutzigen Toilette übertragen wird, kann Sie innerhalb von 3 Stunden außer Gefecht setzen. Darauf zu warten, dass der Staat Ihnen bei einem Systemzusammenbruch hilft, ist keine Strategie, sondern ein Glücksspiel. Unser Protokoll basiert nicht auf Glücksspiel, sondern nur auf Physik, Vorbereitung und Disziplin. Wenn die Stadt verstummt, muss ihr Wissen sprechen. Unter dem grauen Himmel Berlins haben Sie die ersten 72 Stunden überlebt. Doch der eigentliche Kampf beginnt erst jetzt, denn die Stadt ist nicht nur ein Betondschungel, sie ist jetzt ein gigantischer, rostiger Brutkasten. Es gibt keinen Strom, kein Wasser und, was am wichtigsten ist, keine zentrale Autorität. Nur Sie, Ihre Familie und diese enorme biologische Bedrohung, die hinter wenigen Zentimetern Porzellan lauert. Hier ist die zweite Phase des Protokolls, der unsichtbare Belagerungs- und Evakuierungsmechanismus. Operation Schwarzer Sack, trockener Verfall. Sobald Sie nicht mehr spülen können, verwandelt sich Ihre Toilette von einer Abfallentsorgungsanlage
Kläranlage in ein Depot für biologische Waffen. Wenn Sie weiterhin direkt in die Porzellanschüssel urinieren, werden Sie innerhalb von 48 Stunden ohne Maske nicht mehr in Ihrem Zuhause atmen können. Protokoll: Leeren Sie die Toilettenschüssel nicht vollständig. Lassen Sie die untere Schicht mit Fett verschlossen. Legen Sie einen doppellagigen, industrietauglichen schwarzen Müllsack in die Toilette. Befestigen Sie die Ränder des Sacks mit Klebeband an der Porzellanschüssel. Geben Sie nach jeder Benutzung eine Handvoll Sägemehl oder zerkleinertes Zeitungspapier und eine Prise gelöschten Kalk hinzu. Kalk absorbiert nicht nur Gerüche, sondern erhöht auch den pH-Wert der Fäkalien über 12 und zerstört so die DNA von Krankheitserregern. Dadurch werden die Fäkalien mumifiziert. Wenn der Beutel voll ist, niemals ganz füllen, maximal 60% Füllmenge. Lassen Sie die Luft langsam ab, bevor Sie ihn zubinden. Warnung: Die beim Zusammendrücken des Beutels freigesetzte Luft ist eine hochexplosive Aerosolbombe. Wenn Sie keine Maske N95/FFP3 tragen, atmen Sie sofort Tausende von Typhus- und Ruhrbakterien ein. Grauwasserdisziplin: Siphonverschluss. Ihre Küchen- und Badezimmer spülen. Sie haben sie vergessen, nicht wahr? Wenn das Wasser abgestellt wird, verdunstet das Wasser im Siphonrohr unter diesen Spülen. In der trockenen Berliner Winterluft dauert dies etwa 96 Stunden. Sobald das Wasser verdunstet ist, strömt die gesamte Abwassermenge aus dem Gebäude, die sich über 100 Jahre angesammelt hat, direkt auf Ihre Küchenarbeitsplatte. Praktische Maßnahme: Installieren Sie Stöpsel an allen Spülbeckenabflüssen und Duschsieben. Haben Sie keine Stöpsel? Legen Sie ein Stück Plastikfolie aus und beschweren Sie es mit einem mit Sand oder Kies gefüllten Beutel. Ratten in der Stadt versuchen bei Wassermangel an den Abwasserrohren hochzuklettern und durch die trockenen Abflüsse in ihr Haus zu gelangen. Diese Barriere hält nicht nur die Gase, sondern auch die eindringenden Nagetiere fern. Vektorkontrolle: Die Fliegenarmee. Wenn das System zusammenbricht, verstummen die unschuldigen Vogelgesänge aus Berlins Wäldern und Parks und werden durch ein einziges Geräusch ersetzt: ein Summen. Fliegen sind die größten Reinigungskräfte der menschlichen Zivilisation, aber auch dein größter Feind. Eine einzige Fliege kann über 20 Millionen Bakterien in den Haaren ihrer Beine tragen. Selbst die dicksten Fliegengitter bieten keinen Schutz, wenn du ein offenes Fenster hast. Fliegen dringen durch kleinste Ritzen ein, die Kalk nicht erreicht, und legen ihre Larven ab. Strategie: Öffne Fenster niemals vollständig. Wenn Lüften nötig ist, klebe Gase oder feinmaschige Gardinen mit Klebeband vor die Fenster. Duftvorhang: Wenn möglich, gieße etwas mit starkem Geruch, Essig, Eukalyptusöl oder starke Waschmittelreste auf Türschwellen und Fensterbänke. Das lähmt den Orientierungssinn der Fliegen. Psychologische Grenze: Die Illusion der Normalisierung. Die größte Gefahr ist nicht die Hygiene, sondern der psychische Zusammenbruch. In einer Welt, in der man mitten im Haus in Müllsäcke kackt, vergisst man leicht, dass man ein Mensch ist. Deshalb ist der wichtigste Punkt dieses Protokolls folgender: Persönliche Hygiene. Versuchen Sie niemals zu baden, wenn Wasser knapp ist. Das ist Ressourcenverschwendung. Nehmen Sie stattdessen ein Katzenbad. Erwärmen Sie ein Glas Wasser, geben Sie etwas Essig hinzu und wischen Sie sich damit nur die Achseln, den Intimbereich und die Füße ab. Sauberkeit schützt Sie nicht nur vor Krankheiten, sondern signalisiert Ihrem Gehirn auch: Ich habe noch die Kontrolle, ich bin noch zivilisiert. Letzter Halt: Müllentsorgung und die Todeszone. Sie haben einen Berg von Müllsäcken angesammelt. Ihr Balkon ist jetzt eine Müllhalde. Wann und wo werden Sie also entsorgen? Müllwagen fahren nicht durch die Straßen Berlins. Die Säcke auf die Straße zu werfen, ist, als würden Sie eine biologische Mine vor Ihrer eigenen Tür auslegen. Entsorgung: Wählen Sie die Dunkelheit der Nacht und die Stunde, in der die Ausgangssperre oder die Stille am strengsten ist. Abstand: Bringen Sie den Abfall mindestens 50 Meter von Ihrem Gebäude entfernt, vorzugsweise zu einer Grube oder einem Behälter, der windgeschützt ist. Kennzeichnung: Wenn Sie in einem Mehrfamilienhaus wohnen, kennzeichnen Sie den Abfallbereich deutlich mit Kalk oder Farbe. Dieser Bereich ist nun eine Todeszone. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem die meisten Menschen einen Fehler machen. Sie denken, sie seien in Sicherheit, nur weil sie 72 Stunden überlebt haben. Aber das sind sie nicht. In Städten beginnt der Tod nicht erst am 3. Tag, sondern beschleunigt sich am 4. Die Ursache ist nicht Hunger. Die Ursache ist nicht Durst. Die Ursache ist das Trinken von verdorbenem Wasser. Bei Stromausfall stürmen die Menschen auf den Markt. Fachleute hingegen untersuchen die Gebäude. Denn in Städten befinden sich die größten Wasserspeicher nicht auf den Märkten, sondern auf den Dächern. Regenwasserrohre, Löschwassertanks und Heizkessel verwandeln jedes Wohnhaus in einen kleinen Wasserspeicher. Allerdings ist das meiste Wasser in der Stadt nicht trinkbar, sondern aufbereitet. Wer diesen Unterschied nicht kennt, bekommt am 3. Tag Durchfall und kann am 5.
zweiten Tag kaum noch laufen. Der größte Irrglaube lautet, Wasser wird sauber, wenn man es abkocht. Das ist gefährlich falsch. Die Feinde des Stadtwassers sind nicht nur Bakterien, auch Protozoen tummeln sich darin. Giardia und Cryptosporidium überstehen kurzes Abkochen. Daher ist die richtige Vorgehensweise klar. Wasser muss nach dem Aufkochen mindestens 5 Minuten lang kochen. Laien bringen das Wasser zum Kochen und schalten den Herd aus. Fachleute starten eine Stoppuhr, was jedoch oft übersehen wird. Abkochen ist nicht der erste Schritt. Die größte Gefahr des Stadtwassers geht nicht von Mikroben aus, sondern von Partikeln. Regenwasser, das von den Dächern tropft, transportiert Vogelkot, Asphaltstaub und Schwermetalle. Deshalb lassen Fachleute das Wasser 24 Stunden stehen, bevor sie es trinken. Diesen Vorgang nennt man Sedimentation. Schwere Partikel setzen sich am Boden ab. Wer diesen Schritt auslässt, trinkt unwissentlich Schlamm. Der zweitgrößte Fehler ist der Kühlschrank. Bei einem Stromausfall kommt es zunächst nicht zu Hungersnöten, sondern zu Lebensmittelvergiftungen. Ein geschlossener Kühlschrank ist 4 Stunden lang sicher. Nach 24 Stunden wird es riskant. Nach 48 Stunden beginnt die biologische Uhr zu ticken. Besonders Hühnchen, Hackfleisch, Milch und Mayonnaise können tödlich sein, selbst ohne zu riechen, denn Salmonellen riechen nicht. Daher ist das richtige Vorgehen einfach. 48 Stunden nach einem Stromausfall gilt Fleisch im Kühlschrank nicht mehr als Lebensmittel, sondern als Risiko. Der größte Übertragungsweg in der Stadt sind nicht Lebensmittel, sondern Oberflächen. Die Menschen haben Angst vor Toiletten, aber nicht vor Türklinken. Doch nach einer Krise sind Treppengeländer die schmutzigsten Orte. Auch Aufzugsknöpfe gehören dazu. Hunderte von Menschen berühren dieselbe Oberfläche. Die Hände wandern ins Gesicht. So entstehen Seuchenausbrüche. Deshalb lautet die erste Regel beim Betreten des Hauses nicht Hände waschen, sondern Handschuhe draußen ausziehen. Denn Schmutz darf nicht ins Haus getragen werden. Die entscheidende Wahrheit, die die meisten Menschen noch nie gehört haben, ist, was Menschen in Krisen tötet, ist nicht die Krankheit selbst, sondern Dehydrierung. Bei Durchfall trinken die Betroffenen nur Wasser. Bei Darminfektionen kann der Körper jedoch kein Wasser speichern. Deshalb gibt es eine Notfallmischung. 6 Teelöffel Zucker und ein halber Teelöffel Salz werden in einen Liter Wasser gegeben. Diese Mischung ermöglicht es dem Darm, das Wasser aufzunehmen. Millionen von Leben wurden mit dieser Methode gerettet. Nach dem 5. Tag beginnt sich die Stadt zu verändern. Zuerst bemerkt man es nicht. Dann wird der Gestank wahrnehmbar. Der Müll wird nicht abgeholt. Die Abwasserkanäle funktionieren nicht mehr. Kühlschränke tauen auf. Die Stadt beginnt langsam zu verfallen. Der gefährlichste Moment ist, wenn sich die Menschen daran gewöhnen. Das menschliche Gehirn passt sich der neuen Normalität an. Die Risiken werden unterschätzt. Die meisten Todesfälle in Krisen ereignen sich genau in diesem Moment. Und hier kommt eine weitere Tatsache ins Spiel, die den meisten Menschen unbekannt ist. In Städten können Hydranten den Druck noch eine Weile aufrechterhalten, selbst nachdem die Wasserzufuhr unterbrochen wurde. Einsatzkräfte suchen nicht auf der Straße nach Wasser, sondern in Hydranten. Auch Zentralheizungen stellen versteckte Wasserreserven dar. In den Heizkesseln von Wohnungen befinden sich hunderte Liter Wasser. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht einmal bewusst. Ab diesem Zeitpunkt ist die Stadt kein Ort mehr, an dem Hilfe zu erwarten ist. Sie verwandelt sich langsam in einen Ort, den man verlassen muss. Und die meisten Menschen erkennen das zu spät. Der versteckte Killer auf der Küchenarbeitsplatte, Kreuzkontamination. Die meisten Menschen denken, sie hätten die Toilette sauber gemacht. Doch sobald sie sich in der Küche die Hände waschen, sterben sie. In einer Berliner Wohnung ohne Seife und Wasser muss die Küchenarbeitsplatte so sauber sein wie ein Operationssaal. Regel: Benutzen Sie niemals das Spülbecken in der Küche zum Händewaschen oder zur Abfallentsorgung. Die Küche ist ein reiner Kalorienfresser. Wenn Sie sich die Hände waschen müssen, tun Sie dies an Ihrer selbst eingerichteten Hygienestation im Badezimmer. Tipp: Decken Sie die Küchenarbeitsplatte mit Frischhaltefolie ab. Entfernen Sie die Folie, sobald Sie mit der Zubereitung von Speisen fertig sind. So sparen Sie das wertvolle Wasser, das Sie sonst zum Desinfizieren der Oberfläche verwendet hätten. Die Feuchttuchfalle und der Irrglaube über Alkohol. Im Supermarkt greifen die meisten Menschen als erstes zu Feuchttüchern. Ein großer Fehler. Herkömmliche Feuchttücher töten Bakterien nicht ab, sie verteilen sie nur. Fakt: Alkoholbasierte Desinfektionsmittel wirken nicht, wenn sichtbarer Schmutz, Kotpartikel, Schlamm an ihren Händen ist. Die Bakterien überleben unter diesem Schmutz weiter. Lösung: Groben Schmutz zunächst mit einem Papiertuch und wenig Wasser abwischen, anschließend desinfizieren. Falls kein Wasser vorhanden ist, die Hände mit Essig abwischen. Essig stört den pH-Wert und hemmt so die Vermehrung von Krankheitserregern. Die Gefahr von Lüftungsschächten in Berliner Gebäuden, Alt- und Neubauten in Berlin haben eine gemeinsame
gemeinsame Schwachstelle, gemeinsame Lüftungsschächte. Wenn Ihr Nachbar über Ihnen Durchfall hat und in einen offenen Eimer defekiert, gelangen die Aerosole aus diesem Eimer durch den Lüftungsschacht in Ihr Badezimmer. Was Sie tun können: dichten Sie den kleinen Lüfter oder die Lüftungsöffnung in Ihrem Badezimmer sofort mit Klebeband und Frischhaltefolie ab. Dieses System, das normalerweise Luft nach außen befördert, arbeitet bei sinkenden Temperaturen und veränderten Druckverhältnissen in die entgegengesetzte Richtung. Wenn Sie die Krankheit Ihres Nachbarn nicht einatmen möchten, dichten Sie Ihre Wohnung luftdicht ab. Evakuierungslogistik. Die 20-Kilo-Regel: wenn es an der Zeit ist, die angesammelten Müllsäcke zu entsorgen, kann ein Bandscheibenvorfall oder ein geplatzter Sack lebensgefährlich sein. Rechnen Sie selbst. Ein Erwachsener produziert durchschnittlich 150 Gramm Fäkalien und 1,5 Liter Urin pro Tag. Wenn der Urin nicht getrennt wird, produziert eine vierköpfige Familie etwa 50 Kilogramm Abfall pro Woche. Es ist unmöglich, dieses Gewicht um das Fünffache zu reduzieren. So gehen Sie vor: sammeln Sie den Urin immer separat und entsorgen Sie ihn kontrolliert im Duschabfluss, falls noch Wasser abläuft, oder vom Balkon. Nur feste Abfälle und Sägespäne gehören in den schwarzen Müllsack. Dadurch reduziert sich das Gesamtgewicht um 80%. Fliegenbekämpfung. Vektorbarriere 1. In Deutschland explodiert die Fliegenpopulation an einem einzigen Tag. Eine Fliege kann in nur 10 Sekunden vom Kot ihres Nachbarn auf ihr Brot gelangen. Als Schutzmaßnahme: selbst wenn Sie Fliegengitter an Ihren Fenstern haben, wischen Sie die Rahmenränder mit Essig oder Pfefferminzöl ab. Fliegen hassen diese Gerüche. Wenn sich auf Ihrem Balkon Abfall ansammelt, streuen Sie gelöschten Kalk direkt auf die Säcke. Kalk verhindert das Schlüpfen der Fliegenlarven. Zu den Wasserspeichern, Siphontanks und Boiler. Folgendes ist zu beachten: wenn das Wasser abgestellt wird, befinden sich noch 6 bis 9 Liter sauberes Wasser im Siphontank hinter der Toilette. Ich warne Sie, dieses Wasser zum Spülen zu verwenden, ist Gift. Es ist Ihre letzte Quelle für Trink- und Putzwasser. Was zu tun ist: wenn Sie Waschmittel oder Deodorant-Tabletten in den Siphontank gegeben haben, verwenden Sie dieses Wasser nur noch zum Putzen. Ist es jedoch sauber, können Sie es abkochen und trinken. Auch der Warmwasserboiler in Ihrem Haus speichert 30 bis 100 Liter Wasser. Nehmen Sie dieses Wasser über den Ablasshahn ab. Fazit: die harte Realität des Betons. Wenn Deutschland verstummt, werden Sie weder durch Ihren sozialen Status noch durch Ihr Bankkonto gerettet. Was Sie rettet, ist die Frischhaltefolie in Ihrer Küche, das Klebeband in Ihrem Badezimmer und eine Handvoll Kalk in Ihrer Hand. Hygiene ist kein Luxus, sondern Munition. Wer diese Munition falsch einsetzt, riskiert, dass der Feind nicht mit Kugeln, sondern mit einer mikroskopisch kleinen Amöbe angreift. Modernes Krisenmanagement und individuelle Vorsorge, Prepping, sind kein Hobby mehr, sondern eine Notwendigkeit. Auf diesem Kanal analysieren wir technische, praktische und lebensrettende Protokolle für den Nullpunkt, an dem das System zum Stillstand kommt. Von Deutschlands modernsten Metropolen bis hin zu seinen entlegensten Dörfern. Für uns ist Vorsorge kein Zustand der Panik, sondern eine Überlebensstrategie, gepaart mit deutscher Disziplin.